Und da bin ich wieder zurück bei Deadly Premonition und wir haben viel Zeit, nämlich bis um 3 des Folgetages. Deswegen denke ich mal, kann ich jetzt hier ein bisschen mal die Stadt vielleicht erkunden. Und erstmal schauen, was das denn hier ist. Moyers Lumbermill. Ah, okay. Man kann hier Missionen wiederholen. Das ist ja cool, wenn man nämlich was vergessen hat, verpasst hat. Very, very praktisch. Eine gute Idee. So, guck mal, hier ist eine Sammelkarte. Die will ich bitte erstmal mir holen. Dann stellt sich mir die Frage, kann ich eventuell auf der Karte mir Wegpunkte markieren? So, wie komme ich denn da hin? Die ist dort. Komme ich da überhaupt hin? Sieht alles sehr zu aus. Alter, ist hier ein Tier? Ist gerade wie ein Wildschwein angehört. Wie ein Wildschwein. Vielleicht muss ich auch irgendwie da hoch klettern. Oder halt hier rein. Kann ich da mit dem Auto wahrscheinlich durchbrechen, oder? Na gut, das mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme mal den etwas stabileren Pickup. Jetzt ohne Störgeräusche. Okay. Ach, guck mal, ich habe Sirenen auch. Cool. Cool. So. Schau ich mal, wie das ist. Ja. Genau. Bringt mir jetzt noch nicht so viel. Nee, warte mal. Ich wollte ja da zu der Sammelkarte. Tremors. I think Fred Ward was. Jetzt reden wir weiter über die Filme. Fred Ward and I say, Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Senanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Fuck yes. Remo's master Chun ran across water, remember? And he loved soap operas. Man, that was a good character. He was played by Joel Grey, the best supporting actor in Cabaret. Of course, in Remo, he had so much makeup on you couldn't tell. Ziemlich cooles Filmwissen, was hier einem noch so vermittelt wird nebenbei. Das gefällt mir sehr gut. So, ich würde gerne zu dieser Sammelkarte kommen. Wie komme ich denn da hin? Ey. Ist da irgendwo eine Leiter außen? Nicht so aus. Obwohl doch, warte mal, hier vielleicht. Achso, ne, ist ja auch nur der Eingang. Naja, komm, also wenn ich schon erkunde, dann werde ich das jetzt auch mal mitnehmen und noch einmal hier rumrennen wie ein Irrer. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Ja, das ist ja noch Zeit. Just think of talking in front of all those people. What do you think, hier ist die Leiter, oder? It's going to get fun. Nee, ist abgebrochen. Ist hier noch irgendwo eine andere Leiter? Nee. Schade. Dann, leider nicht so. Ich kann... ne, okay. Kann man auch nur nochmal die Mission wiederholen. Ich hätte gedacht, man kann vielleicht so reingehen, aber ne. Aber nein. Nicht. Ist noch eine Medaille gefunden. Ja gut, tut mir leid. Dann war das hier alles umsonst. Ich habe keine Idee, wie ich dahin komme. Außer von da oben. Und ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Oder ich übersehe wahrscheinlich einfach eine ganz offensichtliche Lücke im Zaun. Naja.
Pech. So. Dann schnappe ich mir mal meinen Wagen und werfe einen Blick auf die Karte. Map. Ja, das ist ja auch sinnlos, dass man die Map hier nicht bewegen kann. Muss man immer ins Menü gehen. So. Dass es auch so nah dran ist. Kann ich mich jedes Mal aufregen. Die Mission ist, da zu sein. Das ist schon klar. Ich sollte wahrscheinlich auch schlafen gehen. Ins Hotel. Aber wo war denn mein Hotel eigentlich? Hier kann ich angeln wahrscheinlich. Ach, guck mal, das ist ja hier gleich in der Nähe. Hier kann ich auch schlafen. Ach, jetzt bin ich wieder... Jetzt springe ich... Wo springt man hier denn immer hin? Ah, okay, zu den Hotspots quasi. Diese Nebenmission. Hier sind ganz viele Karten. Move Map. Aber ich kann halt keinen Wegpunkt setzen, so wie ich das sehe. Naja, gut. Egal, dann werde ich einfach mal der Nase nachfahren und schauen, wo mich das so hinbringt. Moment. Hier lang. Ich lasse mal da durch den Zaun doch durch. Na los. Now, Joel Gray's daughter is, of course... That's right, Jennifer Grey. You knew that, right, Zach? Jennifer Grey. She's in one of my most favorite movies. Ferris Bueller's Day Off. 1986, directed by John Hughes. That one was so 80s. Zach, you're not the most cheerful guy I know. Kenn ich gar nicht. But you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink. St. Elmo's Fire, and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates. Not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Do you remember, Zach? When that movie ended, the last words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from Missile Command. That stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Mein Gott, das habe ich nicht gehört, um welchen Film Give geredet some thought hat. about what movie you want to see next, Zach. Ich will als nächstes wahrscheinlich, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, Twin Peaks, den Film sehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Die Serie habe ich gesehen, den Film noch nicht. Hier kann ich angeln. Das probiere ich jetzt mal aus. Das probiere ich jetzt mal aus, wie das ist. Bisschen Fishing. Oh Gott, muss ich dafür meine... Der See ist irgendwie interessant. So, mal sehen. Ja. Und jetzt? Wahrscheinlich brauche ich erstmal eine Angel oder so. Die ich leider nicht habe. Ja, schade. Keine Angeln für mich heute. Dafür noch ein paar Medaillen. Okay, muss ich auch zerhauen hier.
Oh, hier liegt noch was. Was gedroppt. Ach, guck mal. Köder. Ja gut, aber Köder hilft. This item will be moved to the toolbox. Aber der Köder hilft mir ja auch kaum was ohne Angel. Insofern. Aber hatte ich nicht irgendwie schon mal eine Angel gefunden? Wie war denn das? Irgendwie hatte ich Fishing Rod doch schon mal gelesen gehabt. Da kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Schon so lange her. So. Fahre ich einfach mal in Richtung der Pfeile. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich in mein Hotel bringen. Oder ob die mich... Halt. Ah, hier kann ich schlafen. Wie sieht's denn aus mit meiner Müdigkeit? Hellwach. War hier noch was? Ne. Die Musik ist wirklich fantastic und jetzt, wo es auch nicht mehr die hässlichen Soundprobleme gibt, kann man das auch während der Autofahrt wunderbar genießen. Ach ja, ich verpasse die Medaille. Fahr ich zurück? Na komm. Ist ja sowieso gerade so ein bisschen Open World Style alles. Alter, die will er nicht einsammeln. Warum nicht? Hm. Das lasse ich nicht mit mir machen. Hier wird jede Medaille eingesammelt. Wo ist sie? Jetzt ist sie vor mir auf einmal, was? Verstehe nicht. Na gut, egal. Wie sieht es mit Benzin aus? Ist noch gut? Boah, ein paar werden halt eingesammelt und ein paar nicht. Soll mir recht sein. Ach, jetzt bin ich da. Ich dachte, das wäre was zum Einsammeln, aber war es nur ein doofer Zaun. Hier ist so ein bisschen Free Roaming. Da ist ein Hundeknochen abgebildet. Das ist bestimmt ein Collectible. Mal gucken, was das ist. Ist da ein Rabe? Ne, ist ein Hund. Okay, dann hauen wir das mal runter. Wo ist es hingefallen? Auf die andere Seite, natürlich. Das ist ein Totenschädel. A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone Ja, go? wäre vielleicht besser. Weiß ich nicht, ist es jetzt vielleicht so für eine Ist mein Auto jetzt weg? Ne, da ist es okay. Okay, also den Hund kann ich leider nicht damit erfreuen. Der steht hier einfach nur so rum, wie es scheint. Na gut. Den Schädel kann ich bestimmt irgendwann mal jemandem zeigen. So, hier übrigens, hier ist deine tote Tante. Ihr geht's gut. Nicht den Hund überfahren? Okay, er steht jetzt nicht da anscheinend. Was ist das? Ein Zaun und eine große Medaille. Hat er jetzt wieder nicht eingesammelt, ey, ich fass es nicht. Was ist denn los mit ihm? Okay, Zach. I've been thinking about what movie I'd like to watch next. And finally I've made a decision. Ach, egal. It's always hard to narrow it down just to one movie. But I've put a lot of thought into this. And I'm sure you'll agree with me. Na, was ist für ein Film? 1975. Directed by Steven Jaws Spielberg oder was? himself. The grandfather of panic movies. Jaws. Set in a small town in Massachusetts. That Nee, movie made me stay das ist away nicht from the Jaws. beach for Oder? years. I was always afraid that a hand might come floating up. You know what I'm talking about, Das ist right? echt in Massachusetts. It's Wusste gar nicht, dass Jaws. es in Massachusetts The spielt. underwater camera work accompanied by that John Williams music. I'd never been that scared by a movie before. But the best thing about it
is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims, and Chief Brody putting the citizens' lives above all else. The film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a 2-hour film. That's probably another reason why it was such a record-breaking hit. One of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater. I guess I was still just a child back then. But still, I wanted to taste that terror in real Ja, time. da gibt's so viel, ey. That reminds me, Zach. Did you know this one? Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg, the second Back to the Future. Ah, stimmt. It was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So, the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. He passes by a movie theater and is attacked by a holographic shark. Marty is shocked, of course, but looking closer, he sees the words, Jaws Part 19. The director is credited as Steven Spielberg Jr. In reality, there were actually only 4 Jaws movies, but it was still a great joke. 30 years from 1985 would be 2015. We'll be there pretty soon. I wonder what life would be like by then, Zach. Ja, das ist ja passend, denn dieses Jahr haben wir gerade. Ja, ist doch klar, dass es Zach, zu ist. Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Ich dachte, er zeigt mir jetzt... Es war mir auch klar, dass jetzt hier noch nichts los ist, ey. Eieiei. So. Aber jetzt habe ich halt ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Ich werde nochmal auf die Map gucken. Das ist echt so nah dran. Ich müsste mir mal einfach aus dem Internet eine Map irgendwie auf einen anderen Bildschirm legen. Das mache ich mal dann bei den nächsten Aufnahmen vielleicht. So. Hier geht's runter. Karte. Hier ist ein Rennen. Achso, ein Rennen könnte ich jetzt vielleicht noch machen, oder? Ja, erstmal da die Karten abklappern. Also runter und dann rechts halten. Das ist doch jetzt ein schöner Zeitvertreib. So lassen wir die Folge ausklingen. Mit Sammelkarten und Autorennen. Bin ich jetzt richtig gefahren? Jetzt bin ich falsch gefahren. Ach so, jetzt raff ich endlich, was auf dem Truck steht. Da steht Videogames drauf, alter Schwede. Ja, warte mal, ich bin doch richtig gefahren. Ach, ich bin völlig verwirrt. Es geht ja nur in eine Richtung hier. Okay. Entschuldigung. Ein bisschen Benzin verbraucht. So. Irgendwie muss ich dann wahrscheinlich auch noch in mein Hotel zurückfahren. Was war das? Und auch überall Medaillen hier auf den Wegen verstreut. Ist nicht ganz so belebt hier die Gegend wie in GTA 5, das muss ich zugeben. Also auch ein viel kleinerer Ort. Das darf man ja nicht vergessen. So, da haben wir ein Weinrestaurant. Ach, da könnte ich ja vielleicht auch mal hingehen. Aber erstmal, da ist das Wettrennen. Das ist das Polizeirevier. Ah, da ist eine Sammelkarte. Ich fahre erstmal zu der Sammelkarte. Da liegt ein Sandwich rum, oder was heißt das? Oder ist das eine Snackbar? Geschlossen. Oh, jetzt bin ich vorbeigefahren. Nee. Obwohl, ne, vielleicht hier drin. Ne, es ist, glaube ich, ist dahinter, oder? Ganz schlecht erkennen.
Kamera lässt... Oh, jetzt habe ich gerade den Strom gekappt für alle Einwohner der Stadt. Es tut mir außerordentlich leid. So, hier müsste es sein. Da. Da müsste so liegen. Ja. Raus mit dir, York. Zach, is there something here that you want to check Ja. out? We need to be at the community center by 1500 Wenn man today. das Auto parkt. Just think of talking in front of all those people. Lily Ingram. Warte mal, das ist die Mutter von den Zwillingen, oder? Von den Ingram-Zwillingen. Erstmal speichern. So. Okay, dann mal wieder ins Auto. Und zu dem Autorennen. Da fahre ich jetzt nochmal hin, oder? Kleines Autorennen zum Abschluss. Achso, das Weinrestaurant könnte ich auch noch. So, da ist das Rennen. Wo ist denn das Weinrestaurant? Das wird jetzt gar nicht angezeigt. Achso, da links. Ja. Erstmal zu dem Rennen. Warte mal, ist das gleiche, was ich schon mal gefahren bin? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein anderes. Das mache ich jetzt mal. Genau, hier war ich nämlich angekommen nach dem ersten Rennen und dann war hier das zweite gespawnt. Na dann mal los. Bing, bing, bing. So, gibt sicherlich Witzigeres in dem Spiel als die Autorennen. Obwohl, die Musik ist schon ganz schön treibend. Ah, geil, schon wieder falsch. Klingt hier wie Green Day, Don't Wanna Be an American Idiot, ne? So ein bisschen. Don't wanna be an American Idiot. So. Das ist aber bestimmt voll was aus den 90ern, was ich nicht kenne. Vielleicht ist es doch das gleiche Rennen. Weiß leider nicht, ob das andere Rennen auch an der Schule gestartet hatte, vielleicht sogar, und ich das nur nicht mitgeschnitten habe. Whoopsie. Was ist denn das? So, hier. Ich glaube... ich sag mal nichts. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Also so ein bisschen kommt mir halt die Strecke bekannt vor, ne? Ich glaube, hier bin ich halt auch lang gefahren beim ersten Mal. Aber was Shells, ne? Dann kann man es halt immer wieder fahren. So, was jetzt? Geradeaus. Ah, hier. Ja, ist ja wieder die Schule. Okay. Dann war es anscheinend das gleiche Rennen. Naja. Was soll's. Es war das gleiche Rennen. Ach ja, Mensch. Mensch, Dread, da hast du aber wieder mal schön Spaß gemacht. Na gut, dafür beende ich noch nicht gleich die Folge, sondern fahre noch zu dem Weinrestaurant. Das Wiedergutmachung. Vielleicht hat das ja noch... Da ist auch eine Sammelkarte, sehe ich gerade. Unterm Wein verdeckt. Fantastico. Wieso waren gerade so ein... Achso, das war das Talkgeräusch. Okay, also leider Weinrestaurant auch geschlossen. Hier kann man nicht mehr spät einkehren in dieser Stadt. Sehr zu meinem Unmut. Aber dafür ist hier oben eine Sammelkarte. Oh, hier kann man durchs Fenster gucken.
Mit Ladebildschirm. Ah, hier kann ich reingucken in die Kneipe. Cool. Und krieg gleich noch einen Ladebildschirm. Fantastisch. Aber ich krieg einen Observation Bonus. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Hund da. So. Schallplattenspieler. You got a record player. Sehr schön, dann suche ich mir mal hier schnell ein Telefon. Was ist das? Kann ich da auch durchpieken? Ja, okay. Ah, es wird der gleiche Raum sein. Aber hier... Oh, guck mal, da ist eine Medaille. Na gut, ich speichere jetzt. Und verabschiede mich bei Folge 12 von Deadly Premonition. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Dread.